Heute zeige ich euch ein Brot, das vielleicht nicht das schönste, dafür aber richtig lecker ist. Also bleibt dran. Als allererstes brauchen wir 220 Gramm gemahlene Haferflocken. Ich habe eine Getreidemühle, deshalb mahle ich meine Haferflocken selber. Falls ihr keine Getreidemühle habt, nehmt ihr einfach Hafermehl. Als erstes gebe ich mein Hafermehl in eine große Schüssel, das sind 220 Gramm. Darauf gebe ich 60 Gramm Kerne, das ist ein Kernemix aus Sonnenblumenkern, Sesam und Kürbiskern. Salz ist natürlich Geschmackssache, ich nehme etwa einen Teelöffel. Darauf kommen noch 2 Teelöffel Backpulver, ich benutze immer Weinstein-Backpulver. Und zum Schluss 18 Gramm Flohsamenschalen. Das sind alle trockenen Zutaten und das vermische ich jetzt erstmal gründlich. Und darauf gebe ich 280 Milliliter Mandelmilch. Die ist lauwarm. Und wenn ihr das Brot nicht vegan backen möchtet, dann gebt ihr noch ein Ei dazu. Ich backe dieses Brot hier ohne Ei, das tut dem Geschmack aber keinen Abbruch. Und jetzt gründlich vermischen. Ich forme den Teig schon mal grob. Das geht am besten hier mit so einem Silikonspatel. Jetzt decke ich das ab und lasse das ungefähr 20 Minuten quellen. Mein Teig ist jetzt gequollen und ich lege das auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Da streue ich erstmal ein paar Kerne drauf. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen Mandelmilch. Und verteile das mit einem Pinsel auf dem Brot. Und jetzt packe ich noch ein paar Kerne oben drauf. So, die Kerne müsst ihr ein bisschen reindrücken, sonst fallen die später ab. Meinen Backofen habe ich auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und darin backe ich das Brot für etwa 70 Minuten. Das Brot ist abgekühlt, ist schön aufgegangen, so sieht's aus. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt das Schönste, aber dafür unglaublich lecker. Ich zeige euch das jetzt mal von innen. Das Brot ist schön aufgegangen. Ja, von innen sieht es toll aus. Wow. Schaut mal, wie weich. Richtig schön weich von innen. Und man darf nicht vergessen, das Brot besteht nur aus Haferflocken und ein paar Körnern. Wirklich richtig zart, schaut mal. Mal eine dünne Scheibe. Habt ihr schon mal so ein Haferflockenbrot gesehen? Die Scheibe sieht mega aus. Also das sieht aus wie ein Brot aus Weizen, oder? Das schaut wirklich aus wie ein Brot aus Weizenmehl. Schaut mal bitte, wie toll das aufgegangen ist. Ja, die Scheibe sieht wirklich klasse aus. Wirklich nicht wie ein Brot aus Haferflocken. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Ich hoffe, das Brot gefällt euch. Ich verspreche euch, der Geschmack ist super, super lecker. Probiert das Brot aus. Wenn ihr nicht vegan seid, solltet ihr das Brot mit Ei backen. Es funktioniert natürlich auch ohne, aber backen solltet ihr das auf jeden Fall. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.